Und ich hatte da schon so eine böse Ahnung gehabt. Ich habe keinen Bock mehr, ne? Die haben 3.500 € für die Reparatur bezahlt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Wir sind jetzt ja an unserem aktuellen Stellplatz. Das ist hier, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Käseherstellung. Und die geben auch Führung und erzählen halt auch was dazu zur Käseherstellung. Und da wurden wir jetzt gerade eingeladen, ob wir dazukommen wollen. Und das gucken wir uns jetzt an. Für 1 Kilo Käse brauchen wir 10 Liter Milch. Lak ist offiziell ein Enzym, kommt vom Magen von einem Kalb. Was macht es? Macht die Milch dick wie Joghurt. Das geht hier rein. Ja? Und das geht unter die Presse, 4 Stunden lang. Und nach trocken, die reifen natürlich, ja, werden nochmal gedreht. Und dann nach 6 Wochen haben wir junge Käse, nach 6 Monaten mittlere reife Käse und nach einem Jahr alte Käse. Kein THC, kein CBD, das bedeutet, die ganz kleinen Kinder hinter euch können das einfach essen. Kein Problem. Okay? Schmeckt sehr gut. Ehrlich, kostet super. Die haben ein Bedeutnis, das sind die 3 Katastrophen von Amsterdam. Das war die Überschwemmung, das war die Feuer, der Holzner Häuser damals und das war die Krankheiten, so wie Pest. Es gibt noch eine andere Erklärung, das hat mir ein spanischer Reiseführer gesagt. Il y a une autre explication, ça vient d'un guide espagnol. Der hat gesagt, das sind die 3 Finalen, die Holland gespielt hat und alle 3 verloren. Wir wurden heute Morgen gefragt, ob wir an der Tour der Käsemacherei teilnehmen wollen und da haben wir selbstverständlich ja gesagt. Die Tour ist kostenlos, super interessant, wie wir finden. Am Ende gibt es ja noch Verkaufsräume, da gibt es ganz viele leckere Sachen, Käse, den man probieren kann und andere leckere Sachen, die man kaufen kann. Da haben wir natürlich auch ein bisschen was eingekauft, finden wir selbstverständlich, zumal wir hier kostenlos auf dem Parkplatz von denen stehen. Wir können das absolut nur empfehlen, einmal zu machen. Erzähl mal, was du hier gerade machst und was wir gerade gesehen haben. Wir haben an der hinteren rechten Trommel einen Fettfleck gesehen oder einen Ölfleck. Und ich hatte da schon so eine böse Ahnung gehabt. Wir haben abgenommen und ja, es war innen drin in den Bremsbelägen, also da in der Bremstrommel, alles wieder verölt. Also Achsöl. Das wurde in Hamburg gemacht und dann nachgebessert in Frankfurt und jetzt ist es nach... Genau, ich weiß nicht, wie viele gefahren sind. Vielleicht, also keine, von Frankfurt bis jetzt, vielleicht sind es keine 1000 Kilometer gewesen. Also... Zweimal repariert und immer noch dasselbe. Undicht, ja. Es kann... Also ich verstehe das nicht. Das kann doch nicht sein, dass man die Achse jetzt nicht dicht kriegt. Also alles andere irgendwie, ja, haben wir irgendwie geschafft und die Achse jetzt... Die kriegen wir nicht dicht oder was? Also es waren jetzt 2 Werkstätten, die es da gemacht haben. Weiß nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann das sein, dass das schon wieder undicht ist? Also als wenn das irgendwie eine Raketenwissenschaft ist, ne? Ja,
keine Ahnung. So, ich will jetzt die linke Seite auch nochmal aufmachen. Einen Fettfleck habe ich jetzt nicht gesehen oder einen Ölfleck, aber mir schwant da Böses. Also gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht ist die ja in Ordnung. Aber ich habe, als wir in Goch sehen gewesen sind, hatte ich schon so ganz leichte, so ganz einen kleinen Schwitzrand habe ich gesehen. Dachte so, na gut, vielleicht ist das irgendwie nicht vernünftig sauber gemacht worden oder sowas und da ist so ein ganz kleines bisschen Restöl gewesen oder so. Aber Einfach gut. nicht vernünftig gemacht. Nee. Ich verstehe auch nicht, warum man so eine Achse nicht dicht kriegt. Also, woran liegt das? Wir haben ja jetzt nichts Besonderes gemacht. Wir sind ja nicht irgendwie zu schnell gefahren damit oder irgendwie die Bremsen waren hinten auch nicht mehr heiß geworden oder sowas. Also seit Goch ist das alles total in Ordnung. Als wir von Frankfurt nach Goch gefahren sind, haben wir ja total aufgepasst. Also da war ja nicht einmal die Bremse überhitzt. Also daran kann es irgendwie nicht liegen. Sie war fest, aber sie war nicht überhitzt. Also wir haben es ja rechtzeitig gemerkt. Ja, und selbst hier die Außenplaneten, da schwitzt es ja auch raus. Das ist ja alles offen gewesen. Ja. An der Lüftung liegt es nicht. Ist alles geprüft, ist alles frei. Allmählich verliere ich auch die Lust daran. Ne? Also, was heißt allmählich? Also, heute denke ich so, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Das ist nicht gut. Das kann so nicht weiterlaufen. Ich meine, was machen wir denn jetzt? Wir sind jetzt noch ein Stückchen weiter entfernt und da waren ja schon 2 Firmen dran und wir haben 3.500 € für die Reparatur bezahlt. Dafür, dass die Achse dicht ist und dass wir neue Bremsbeläge haben. Mehr nicht. Und das Wichtigste daran war jetzt, dass die Achse dicht ist. Ja? Die Bremsbeläge, das ist nicht der Kostenpunkt gewesen. Das waren die Arbeitsstunden, ne? Das waren die Arbeitsstunden, die Achse auseinander zu pflücken und wieder dicht zu machen. 3.500 €. Ich weiß mir auch nicht zu helfen, ne? Jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt lösen sollen. Wir werden jetzt telefonieren, mal sehen, was sie sagen. Ich habe auch nicht die Hoffnung, wenn wir da jetzt hochfahren zu denen, dass es dann gelöst ist. Ne? So, dann fahren wir wieder los und dann passiert wieder dasselbe. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Alles ölig. Also hier die Kanten von dem Bremsbelag auch. Aber es ist halt noch nicht so schlimm. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber das hat mich bestimmt 2,5, 3 Stunden gekostet. Ich habe uns jetzt erstmal Abendessen gemacht und wir versuchen jetzt so ein bisschen den kühlen Kopf zu bewahren. Ne? Genau. Ich habe alles zusammengebaut, die Bremsen sauber gemacht, von dem Öl befreit. Dabei gelernt, man kann nicht genug Bremsenreiniger dabei haben, weil ich habe meine 2 Dosen, die ich hatte, habe ich dann auch verbraucht. Ja, jetzt. Heute können wir eh nichts mehr tun. Es ist jetzt 21 Uhr. Wir werden uns jetzt erstmal das Abendessen schmecken lassen und dann werden wir morgen geht's los ans Telefonieren, weil jetzt haben wir gerade noch keinen Plan, wie es weitergeht. Ja, und dann werden wir jetzt gleich noch einen Film gucken, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Genau. Ja, auch dafür wird es wieder eine Lösung geben. Ist gerade nur wieder alles echt scheiße. Und nein, das liegt nicht an dem scheiß LKW. Es ist jetzt im Prinzip dasselbe Problem zum 3. Mal nicht vernünftig gelöst. Genau. So. Ja. Und das ist das, was ärgerlich ist. Also
Also wir suchen jetzt nach Optionen, wie wir das reparieren lassen können und ob du das irgendwie überhaupt machen kannst, zeitlich und auch ja, technisch, ob das überhaupt eine Option ist. Und wir haben jetzt gerade mit ihm telefoniert und er meinte, er würde da Zeit haben und dann ja, er meinte, man könnte da diverse Optionen fahren. Selbst wenn man dann sogar die Achse einen Tick abdrehen muss, damit man dann einen anderen Simmering da drauf machen kann. Wir haben gerade mit den Sebastian telefoniert von Eastside Customs in Berlin und da fahren wir jetzt nämlich hin. Der hilft uns dabei, die Achse wieder dicht zu kriegen. Sebastian haben wir vor ein paar Monaten kennengelernt über Instagram. Genau. Und sind immer im Kontakt gewesen und der hat uns damals schon seine Hilfe angeboten und ja, jetzt nehmen wir sie gerne wahr. Die Fahrt dauert jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, auf jeden Fall sind es über 700 Kilometer, die wir dann jetzt heute zurücklegen. Ja. Es wird bestimmt sehr, sehr anstrengend, so lange sind wir noch nie an einem Stück gefahren. Mal sehen, wie es auch Odin damit geht, ne? Wie er das so verkraftet. Ja. Ich habe gerade nochmal alles gecheckt. Wasser muss ich ein bisschen nachfüllen, Öl sieht noch gut aus. Ja, rundherum eigentlich alles okay. Ich muss nur jetzt unterwegs dann nochmal dran denken, dass ich nach 150 Kilometern hinten die Räder nochmal festziehe. Genau. Ja, dann werden wir mal jetzt starten. Richtung Deutschland. Genau. Es geht zurück nach Deutschland. Wer hätte das gedacht? Aber irgendwie freuen wir uns auch drauf. Wir freuen uns auch, Sebastian dann persönlich kennenzulernen und seine Familie. Und ja, weiß nicht, irgendwie. Es ist wieder toll, jemanden kennenzulernen. Also je blöd auch die Situation jetzt gerade wieder ist, freuen wir uns darauf, den Sebastian persönlich kennenzulernen, uns auszutauschen. Es ist irgendwie auch ein kleines Abenteuer und genau, ja. Es gehört einfach zu unserer Reise dazu. Nico hat vorhin schon gesagt, auf Blue Sky Home wird es nie langweilig. Irgendwie nicht. Also solange das jetzt so wie hier in den Großstädten oder in den größeren Städten mehrspurig ist, das eigentlich alles gut. Also finde ich auch mal interessanter mal zu sehen und nicht nur über Land, sondern halt auch mal sich größere Strecke anzugucken, finde ich schon auch ein Ziel, was wir haben. Also wir wollen jetzt nicht immer nur in der Natur unterwegs sein, also nicht ausschließlich. Ja, es ist halt gerade nochmal so ein Gefühl gewesen, so als ich jetzt hier hingekommen bin. Die Straßen sind eigentlich gut ausgebaut hier. Ja. Also gerade macht Spaß. Keine Ahnung, ich rede irgendwie Dünnsinn. Also der Wahnsinn, also unglaublich. Ja, der LKW läuft gut. Wir sind so mit 75 km/h gefahren, ganz gemütlich über die Autobahn. Hört sich alles vernünftig an. Also ich würde sagen, der Motor schnurrt wie ein Kätzchen, aber eigentlich eher wie ein Grizzlybär, würde ich sagen. Ja, fährt sich gut. Macht Laune? Ja, macht Spaß. Ja, wir sind jetzt ganz gut weit gekommen mit der ersten Tankfüllung, der kleine Tank sozusagen. Jetzt muss ich umschalten. Hier, ich habe schon gemerkt, dass er so ein bisschen Gasanlage-Probleme hat. Ja, die Tankanzeige ist schon sehr schnell, also vorher auf 0, bevor er wirklich leer ist. Ich wollte mal halt ausprobieren, wie weit es geht. Jetzt stellen wir ihn gleich um auf den großen Tank und ich werde nochmal die Bremsen prüfen und dann glaube ich, ist alles okay. Man dann auch keinen Stress mit den anderen LKWs. Ne? Wir fahren ja langsamer als die, also um die 75. Das ist für die ja natürlich totaler Stress, dass sie ständig überholen müssen. Aber hier überhaupt kein Problem, weil wir haben hier, ich weiß nicht wie viele Spuren.
Und in Deutschland müssen sie halt immer überholen. Ne? Die Bremsen sind heiß geworden.